Patientin ist an einem anderen Ort operiert worden mit ungünstigem Resultat und ist jetzt bei uns für eine Nachkorrektur. Und bei einer Nachkorrektur erlebt man immer wieder Überraschungen. Manchmal positiv, aber häufiger negativ. Aufgrund der Fotografie zeige ich jetzt, wo das Problem war und was die Patientin gestört hat und effektiv nicht schön war. Da haben wir zuerst mal die Frontalansicht der Patientin. Da sehen wir hier eine Stufe. Und zwar ist diese Stufe gerade am Übergang von der Knöchern zum knorpeligen Teil der Nase. Das ist sehr unschön. Man redet von einer Powerline. Das ist eine Linie, die von der Augenbraue bis in die Nasenspitze ohne irgendwelchen Unterbruch verlaufen sollte. Und diesen Unterbruch gilt es zu beheben. Zusätzlich wollen wir die Nasenspitze ein bisschen feiner machen, das heisst den Nasensteg ein bisschen anheben. Da sehen wir das Bild von der Simulation, wo unser Ziel hingehen soll. Im Weiteren sind die Nasenflügel ein bisschen hochgezogen. Die wollen wir ein bisschen herabsetzen. Das Hauptproblem aber ist in der Seitenansicht. Da sehen wir jetzt das Profil von rechts. Die Patientin hat eine sehr schöne Gesichtsform, eine prägnante Stirn, Mittelgesicht, gutes Kinn, gut ausprägte Lippen und die Nase tut da die ganze Dysharmonie hineinbringen. Die Nasenspitze lässt sich nicht mehr recht definieren. Man weiß nicht genau, wo sie ist. Ist sie da oder ist sie da? Die Nasenspitze hängt. Der Nasenrücken ist zu hoch. Die Nasenflügel sind hochgezogen. Man sieht ins Nasenloch hinein. Alles das tut dem Gesicht etwas papageienhaft Ähnliches. Man sagt dieser Deformation auch entweder Polybieg oder Papageienschnabeldeformation. Mit der Patientin haben wir dann besprochen, wir möchten gerne wieder eine definierte Nasenspitze haben. Da weiss man genau, da ist die Nasenspitze. Dann eine gute Linie zu den Oberlippen, die Nasenflügel absetzen und den Nasensteg ein bisschen hochsetzen. Und wenn man die Wunschvorstellung und die Ist-Vorstellung hintereinander tut, dann sieht man da hinterlegt, was ist und da, was sein soll. Das heisst, wir müssen den Nasenrücken abnehmen, also den Knöchelteil und den knorpeligen Teil und die Position der Nasenspitze. Macht alles den Nasenrücken aus, den Nasensteg ein bisschen anheben und die Nasenflügel absetzen. Also da sieht man eine Nase im Querschnitt mit der Nasennebenhöhle und der Nasenscheidewand. Die Nasenscheidewand hat einen ganz wichtigen Stellenwert in der Nasenchirurgie. Da sehen wir einen Nasenlängsschnitt. Da, so klein ist der äußere Teil, den wir sehen und eigentlich als Nase wahrnehmen. Aber innen dran ist noch viel ein grösserer Teil und da geht es dann auch in die Luftröhre. Dann haben wir hier die Nasenspitzenknorpel abgebildet. Die Nasenspitzenknorpel bestehen aus Seitenknorpel und aus Flügelknorpel und sind entscheidend für die Form und Stellung der Nase, von der Nasenspitze. Und beides, die Form, aber auch die Stellung der Nasenspitze, sind bei der Patientin stark verändert gewesen. Wir fangen jetzt an und dann sehen wir es nach. Okay, gut, also, super, danke vielmals. Der erste Operationsteil ist die Präparation der Nase. Das heisst, man tut die Haut ablösen vom Knorpel-Knochengerüst und da sieht man zum ersten Mal, was auf einen zukommt. Wir haben die Nase präpariert, wir haben die Knorpel schön dargestellt und festgestellt, dass die Nasenspitzenknorpel, die sogenannten Nasenflügelknorpel, gar nicht mehr da sind. Die sind aber sehr wichtig, damit man schnaufen kann, damit die Nase auch eine gute Form hat. Ohne Knorpel kollabiert mit der Zeit die Nase. Und es gibt jetzt gar keine andere Möglichkeit, als dass man das rekonstruiert. Und dann braucht man Material. Ich habe jetzt das Material aus der Nasenscheidewand genommen. Das hat mir nicht ganz gelangt, weil sie hat relativ wenig Knorpel in der Nasenscheidewand hatte. Ich habe das mit der Patientin vor der Operation besprochen, dass das könnte sein. Und wir haben uns geeinigt auf das linke Ohr. Und mit dem Knorpel konnte ich Stützknorpel konstruieren, dass der Nasenrücken und die Nasenflügel eine gute Form haben und auch stabil sind das Leben lang.
Jetzt für die ersten 2 Tage hat die Patientin eine Tamponade in der Nase, also einen Verband. Sie kann trotzdem schnaufen, weil wir haben ja Röhrchen da. Und nach einer Woche kommen die Fäden und der Gips weg. Dann läuft die Patientin ohne ein Pflaster rum. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Patientin wird zufrieden sein mit der Form und mit der Funktion der Nase. Und in einem halben Jahr werden wir die Patientin dann nochmal interviewen und sehen, wie die Patientin das beurteilt.